In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Mobile Station die Beleuchtung von Häusern steuern. Zum Beispiel von Leuchtreklamen oder Laternen. Aber auch andere Effekte lassen sich damit schalten, wie zum Beispiel dieser Kipplaster. Was Sie brauchen, ist ein Lichttrafo, wie zum Beispiel dieser Märklin-Transformer, an den Sie an die gelbe und braune Buchse Lampen oder Leuchten anschließen können. In diesem Fall wird die Lampe aber nicht direkt an den Lichttrafo an die gelbe und braune Buchse angeschlossen, sondern das gelbe Kabel geht erstmal auf eine Verteilerplatte und dann in den mittleren Anschluss bei diesem Märklin M84 Decoder. Hier wird an den roten und grünen Ausgang je eine Lampe mit dem gelben Kabel angeschlossen. Von dort aus gehen die Kabel jetzt hier in das Haus hinein zu den Lampen. Das braune Kabel jeder Lampe geht direkt auf die Verteilerplatte und von dort aus direkt wieder an den Lichttrafo. Hier nochmal der Anschlussplan für die Leuchte. Das gelbe Kabel der Lampe kommt in diesem Fall auf den Anschluss Rot am M84 Decoder. Das braune Kabel geht direkt zum Transformer bzw. zum Lichttrafo. Ein zweites gelbes Kabel geht von der mittleren Buchse des Ausgangs am M84 Decoder in den Lichttrafo. Mit der Mobile Station können Sie den Decoder jetzt grün oder rot schalten. Bei Rot leuchtet die Lampe, die links angeschlossen ist, bei Grün eine zweite Lampe, die rechts angeschlossen wäre. Allerdings immer nur eine der beiden, im Wechsel. Sie können den M84 Decoder aber auch mit der Mobile Station oder der Central Station so umprogrammieren, dass man an den 4 Adressen 8 Lampen ganz unabhängig voneinander schalten kann. Schauen wir uns das erst einmal an der Central Station an. Zuerst fügen Sie den neuen Decoder hinzu, indem Sie einfach nach MFX-Artikeln suchen und dem Decoder automatisch eine Adresse geben. Nach ein paar Augenblicken wird der Decoder erkannt. Jetzt können Sie die Artikelliste bearbeiten und den Decoder auswählen. Der M84 ist der Signaldecoder, also hier auf der rechten Seite mit dem Buchstaben B in diesem Beispiel. Rechts unten können Sie auf den Pfeil nach rechts klicken und kommen jetzt zur Konfiguration des Decoders. Nach dem Auslesen der Werte können Sie den Decoder direkt in diesem Menü umprogrammieren. Scrollen Sie nach unten in der Liste zur CV-Nummer 79, den Modus Preset. Hier können Sie die Voreinstellungen ändern. Von Default, also 4 Adressen mit je Rot und Grün, auf zum Beispiel 8 Schalter mit 8 Adressen oder auch Blinken und Zufall mit 8 Adressen für zufällige Lichteffekte. Ist der Decoder umprogrammiert, können Sie jetzt auf 8 Adressen 8 Lämpchen ein- und ausschalten. Sie können den Decoder aber auch direkt an der Mobile Station umprogrammieren. Dazu geben Sie dem Decoder im besten Fall eine DCC-Adresse zum Umprogrammieren. Das können Sie hier oben mit den DIP-Schaltern direkt umstellen. Mit den Tasten 1 bis 9 stellen Sie die Digitaladresse des Decoders ein. Die Taste 10 entscheidet, ob Sie den Decoder unter dem MM- oder DCC-Protokoll verwenden möchten. Für DCC legen Sie den Schalter nach oben. Jetzt können Sie in der Mobile Station den Decoder umprogrammieren. Dazu ändern Sie in den Systemeinstellungen der Mobile Station das Magnetartikelprotokoll auf DCC. Jetzt legen Sie eine neue Lokomotive mit einer DCC-Adresse an. In Wirklichkeit ist das gar keine Lok, sondern der Decoder mit dieser DCC-Adresse. In diesem Fall die Adresse 1. Den Rest können Sie so lassen wie angezeigt, also den Namen oder das Symbol der Lok. Mit der Shift-Taste und dem Schraubenschlüsselsymbol können Sie jetzt die CV-Werte des Decoders ändern. Die CV-Adresse für den Decoder-Modus ist auch hier die 79. Diesen Wert müssen wir jetzt auswählen. Danach können Sie den Wert der Adresse 79 folgendermaßen ändern. Wert 0 ist der Standardmodus, so wie der Decoder geliefert wird. Wert 1 hat 8 Schalter bei 4 Adressen. Wert 2, das was wir jetzt gleich einstellen werden, 8 Schalter mit 8 Adressen. Die Werte 3, 4 und 5 sind Lichteffekte, zum Beispiel das zufällige Blinken, eine Neonstraßenbeleuchtung oder eine Energiesparbeleuchtung. In diesem Fall wähle ich also wie gesagt jetzt den Wert 2. Jetzt ist der Decoder programmiert und der M84 hat jetzt 8 Schalter und kann 8 Lampen unabhängig voneinander ein- und ausschalten.
Ja, und damit können Sie natürlich nicht nur Lampen steuern, sondern auch viele weitere Modellbauartikel und Effekte, die normalerweise an einen Lichttrafo angeschlossen wären.